herzlich willkommen zu einer weiteren The Stanley Parable Aufnahme. Meine Damen und Herren, ich habe in der letzten Folge, Teil 3 war das, glaube ich, da habe ich die Aufnahme abrupt beendet, ohne eine Abmodi und das hatte auch einen Grund. Nämlich habe ich die Aufnahme gar nicht abgebrochen. Und zwar habe ich im Cut bemerkt, dass die Folge ganz schön lang ging und ich sie einfach in 2 Folgen aufteilen könnte. Und das habe ich gemacht. Und zwar dritter und vierter Teil haben keine Abmodi, beziehungsweise vierter Teil hat eine Abmodi und vierter Teil hat aber keine Anmodi. Und ja, ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine. Und deswegen hier eine Anmoderation. Herzlich willkommen zu Stanley Parable Ultra Deluxe. Wir gehen jetzt in die New Content Tür, die uns empfohlen wird. Und ja, viel Spaß. So, wir sind wieder in unserem Büro. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder All of his co-workers were gone. What could it Sachen mean? machen. New sorry für den Voice Crack. New Content. New Content? Das war doch irgendwie Tür... Welche Tür war denn das? 416 müsste das gewesen sein. Ja, und jetzt ist das New Content. Dann gehen wir mal in New Oh. Content. New content? What does that mean, new content? Ja, weiß ich auch nicht. Erstmal Ladebild. Jetzt sind wir... Okay. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Ja, gehen wir in den Fahrstuhl, der uns zu Okay, Ultra Deluxe so far it's bringt. an elevator. Nothing special yet, but I'm Also nicht zu Ultra Deluxe, sondern zum neuen Content von Ultra Deluxe. Denn ihr müsst wissen, The Stanley Parable gibt's schon deutlich länger als 2022 oder 2023. Nein, denn Stanley Parable gibt es schon seit 2006 auf der als Half-Life-Mod und dann wurde das als richtiges Spiel 2013 released. Und 2022 kam dann The Stanley Parable Ultra Deluxe. Genau. Ne, also, ja. Ich denke mal, so war das. Ich habe jetzt auch nicht genau, ne? Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, genau so war das. Und jetzt ist hier New Content, ne? Weil, ja, muss ja mal sein nach Jahren. sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Beziehungsweise Ultra Deluxe gibt es ja jetzt seit einem Jahr. Das ist hier die Ultra Deluxe Fassung. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Ja. Let's do it. New Content. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if, Oh, okay. Let's see the content. Gimme the content, Stanley. Ich versuch's. Oh.
In dem Spiel kann man übrigens nicht springen. Ne, also... Da passiert gar nichts. Und, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier in die Steuerung gehe, ist Springen aber mit Leertaste belegt. Und man kann gar nicht springen. Also deswegen hier diese diese Tafel da mit The Jump. Alright, let's see, it's the jump circle? Drücke Space, um zu springen. Man kann nur im Jump Circle springen. Und ich habe nur noch 30 Sprünge übrig. Sollen wir es richtig genießen? Jeden einzelnen Sprung dieses neuen Contents. Endlich haben wir diese Aktion freigeschaltet. Uns in die Lüfte zu begeben und vernünftig ein normales Spiel zu spielen. In Anführungsstrichen normal würde jemand sagen, der es gewohnt ist zu springen. Aus Portal oder Half-Life. Aber in The Stanley Parable wird nicht gesprungen. Nein, nur im Jump Circle wird gesprungen. Sollen wir das genießen oder sollen wir jetzt wirklich... Ja, komm. Ein normaler Mensch würde sagen, wir brauchen diese Sprünge jetzt mal auf. Ich würde sagen... Jetzt gehen wir mal. Okay. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Ich kann nicht mehr springen. Ja, okay. Dann gehen wir weiter. Das ist ja wirklich wie Portal gerade, ne? Da hinten ist ein Fahrstuhl, Testkammer rein, Testkammer raus, Portal. Hier ist wieder derselbe Fahrstuhl, perfekt. Läuft! Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Mr. Erzähler, du darfst halt auch nicht so vorurteilen, ne? Fahrstühle dürfen nicht immer bedeuten nicht gleich immer Ende, ne? Fahrstühle bringen einen ja auch von A nach B und von oben nach unten und von unten nach oben, also und in bestimmten Spielen und in bestimmten Filmen auch von rechts nach links. Warum? Ah. Thank you for playing the new content. Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? Kurz zur Erklärung. Es gibt einen Erfolg, ne? Ein Achievement, es gibt eine Errungenschaft, wie ihr es nennen wollt bei Steam für dieses Spiel, die sich nennt. Ich kann sie euch ja mal ganz kurz zeigen. Das ist diese hier. Und zwar, lädt das gerade oder? Nee. Das hier ist die Testerrungenschaft. Ihr seht das gar nicht wegen mir. Die, Testerrungenschaft ist, ja, da steht, ja, Testerrungenschaft bitte ignorieren. Beschreibung der Testerrungenschaft bitte
Text Text ergänzen. Meine Damen und Herren, so zu lesen, wie ich gerade gelesen habe, ist schwer. Bitte habt Erbarmen. Ja, das ist tatsächlich die Testerrungenschaft und das ist das, worüber sich der Erzähler hier gerade aufregt. Infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me. Oh nein, Erzähler, es ist doch nicht deine Schuld. Ich bin doch in den New Content gegangen. Why don't we just reset the game? And we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Das ist nicht neu gestartet. Er hat gesagt, er startet das Spiel neu. Das ist aber nicht... Es ist ein Bild von meinem Büro. Die Musik ist aber... Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! Der will mir was zeigen. Warum sind hier so viele Zigaretten? Ich will aber lieber da rein. You don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Ja, okay, komm. Ja, dann machen wir halt deine coole Überraschung. Never mind. You're not a dork. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hier rein. Ey, das ist mein Büro. Ich kann hier wirklich reingehen. Ey, Junge! New Content ist zu. Ja, das ist doof. Ja, nee, komm, dann gehen wir mal in seine Überraschung rein. Bin ich gespannt, was er für uns hat. Ach, das ist das auf der Steam-Page. Ich hab mich schon gefragt, was das ist. So. Ah, erstmal laden, genau. Jetzt. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Hey, jetzt denkt YouTube, ich spiele hier Dark Souls oder so. Meine Güte. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. The Memory Zone. Die Erinnerung, also die Geschichtszone, Erinnerungszone, wie ihr es nennen wollt. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Boah, das ist die alte Steam-Page mit The Stanley Parable, dem normalen Spiel. Ah, 2013, when The Stanley Parable was released. The Stanley Parable Collectors Edition. Ein Award 2014. Okay. Stanley Parable. Okay. Oh, okay. Ist da so ein Zeichen in seinem Auge? Good Times. Okay. Ja, gute Zeiten, wa? Ach, guck mal, was ist das denn hier? Ein Beitrag, oder was? Ja. The Stanley Parable. $1.
Boah. Stanley Parable. Ach so. Okay. Ich werde diesen Namen heute noch sehr oft sagen. Go outside, don't play for 5 years. Genau! In der normalen Fassung von Stanley Parable, also, ne, 2013er Version, gibt es nur auf Steam diese Errungenschaft, dass du 5 Jahre nicht spielst, beziehungsweise dass du 5 Jahre dieses Spiel nicht startest, also Stanley Parable. Darfst du 5 Jahre nicht starten, dann bekommst du diesen Erfolg. Aber wenn du bei The Ultra Deluxe diesen Erfolg haben willst, dann musst du 10 Jahre das Spiel nicht starten. Ja. Ja. Ach, guck mal hier. Eine Zeitung zu Stanley Parable. Ja, wahrscheinlich. Das hat er doch selber gemacht. Los Angeles Times. The Stanley Parable deals to destroy this. Aha. Ah, das haben wir doch vorhin erlebt. Das sieht ein bisschen aus wie eine Kirche. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Nein. Quatsch. Was hier unten? Memory Zone. Okay, da kann ich nicht rein. Okay, was haben wir? Minecraft. Warum ist da Minecraft? It was good. Nostalgie. Das Portal. Warum ist denn hier Minecraft und Portal eingerahmt? Was ist denn hier los? Aber ganz alte Sachen. Das Portal 1 und das ist die erste Testkammer von Portal 1. Und das hier ist, ja, ein Dreckhaus in einer sehr alten Minecraft-Version halt, ne? Hier liegen Bilder von The Stanley Parable auf dem Boden. Stanley Parable. Begin the game. Okay. Person of the Year, das ist wahrscheinlich Stanley. Ach, guck mal hier. Das sind die Knöpfe. On, off und so. Ja. Was ist da oben? Können wir da auch noch hin? Später bestimmt. Und hier haben wir noch mehr Memories. Achso, das ist der Ladescreen. Da ist blaue und rote Tür, okay. Mustern. Okay, hier ist das Spiel. Hier haben wir ein paar Knöpfe, noch nicht bedruckt irgendwie. Keine einfach Knöpfe random. Your number is... Okay. Weird. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed... Okay, er philosophiert gerade darüber, dass das Spiel perfekt war, so wie es war und ne, so viele Reviews, die gut waren und ne, man hätte es einfach in Ruhe lassen sollen und nicht remastern sollen. Weiß ich nicht, das Spiel war halt schon sehr alt, ne? Hall of beloved video game memories. Die Tür hier ist... Da kann ich nicht rein. Warum?
Warum kann ich denn da nicht rein? These were simpler times, Stanley. What I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, Nein. hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Steam reviews. Oh, God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Boah. Ei. Das ist bestimmt jetzt hier die Schattenseite, ne? Der Reviews, also schlechte Reviews oder gute, keine Ahnung. I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is Stunden. obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Liegen noch ein paar Steam-Reviews auf dem Boden, aber die kann man nicht lesen. Unfunny, er hat sich gerade darüber aufgeregt, dass der Review geschrieben, also der Typ hat geschrieben, dass der Sprecher nicht lustig sei. Ich finde das sehr lustig eigentlich. Ah, hier ist ein guter Review. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Fühlt sich wie ein Versager. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't. Nein, Mann. Also er beschwert sich so, ja, das Spiel bräuchte einen Skip-Button für die Dialoge, weil die will ja keiner hören. Und er so, ein Skip-Button? Warum ein Skip-Button? Brauchst du einen Skip-Button, Stanley? Und ich so, nein, brauche ich nicht. Hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people, and if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what... Das ist der Skip-Button übrigens. Und der labert jetzt einfach nur noch irgendeine Scheiße, bis ich den Skip-Button drücke. Und ich glaube, wir drücken den Skip-Button einfach mal. Have you, and therefore, by... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of...
guck hinein, Alter. Imagine, guck hinein, spielt das Spiel jetzt und guckt sich diese, also, ne, Ultra Deluxe, kauft sich Ultra Deluxe und guckt sich das an und denkt sich so, oh mein Gott, mein Review ist einfach im Game drin. Oh, ist auch überhaupt nicht irgendwie, ja, egal. Their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble Uhr. Wir on to gucken myself. jetzt mal, es ist jetzt Viertel nach 2. I do suggest that we... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. Oh, die Tür ist weg. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Alter, es ist ein Tag It's umgegangen. been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here. Aber mehr als ein Tag, 2 Just Wochen. sitting here, not a single person to speak. Die Pflanze ist tot. And you'd think that that's just how it's always been, right? Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. Möchte ich aber nicht hören. Und jetzt? Die Zeit ist stehen geblieben. Die Uhr. Oder die Uhr ist einfach nur leer. Nee, da ist er wieder. Ja, okay, let's go. Überspringen. Rauchmelder. Hat keine Batterien mehr. Und der Erzähler ist auch weg. Die Uhr ist von der Wand gefallen. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth. Einfach nur Stille. Wir drücken nochmal den Skip-Button oder sollen wir... Nein, wir drücken nochmal den Skip-Button. Bam. The end is never the end, 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 is... Erzähler, hallo? Es tropft von der Decke. Naja. Oh! Ha. Oh! Skip. Oh, schön, schön. Portal-Feeling gibt mir das. Portal 2-Feeling gibt mir das, ja. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wir skippen nochmal. Oh. Es gibt mir kein Portal 2-Feeling. Das ist, nicht... Oh. Was ist passiert? Ach du oh mein Gott. Hallo? Erzähler? Hallo?
Skip-Button geht nicht mehr, oder? Nö. Ja. Was haben wir nur gemacht? Wow. Wow. Okay. Ja, ich werde heute Abend wieder gut schlafen können. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, Mittwochsprojekt. Ciao.